Für alle, die jetzt auf den zweiten Teil vom Digitalradio warten, das wird noch einen Moment dauern, denn da gibt es noch einiges vorzubereiten. Eines davon ist eine mobile Stromversorgung und ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze umweltfreundlich mit Solarenergie. Energielieferant ist dieses Solarmodul SunPlus 10S. Das ist ungefähr 30 x 40 cm groß und soll laut Datenblatt eine Leistung von 10 Watt bei 12 Volt bringen. Als erstes werde ich mal einen Funktionstest machen und sehen, ob die Daten im Datenblatt realistisch sind. Die Sonne ist gerade rausgekommen. Jetzt könnten wir mal testen, wie es dann mit der Leerlaufspannung bei dem Modul aussieht. Ja, also etwas über 21 Volt Leerlaufspannung. Im Datenblatt steht 22 Volt. Ist also soweit okay. Sehen wir uns das Verhalten mal unter Last an. Laut Datenblatt sollen wir ja 10 Watt Leistung hier rausbekommen. Ich lege jetzt mal einen 100 Ohm Lastwiderstand an. Die Spannung bricht nur unwesentlich zusammen und es fließen schon fast 250 mA. Ja, lange darf ich das nicht dran lassen, der fängt schon an heiß zu werden. Nehmen wir mal einen halb so großen Widerstand, 56 Ohm. Und da fließen dann schon 350 mA bei immer noch 19 Volt. Auch der wird ganz schnell heiß. Und jetzt gehen wir auf 27 Ohm. Die Spannung geht auf 15 Volt zurück und es fließen ja, fast 600 mA und das Ding fängt fast an zu glühen. Also die Leistung scheint das Solarpanel wirklich zu bringen. Die Spannung des Solarpanels muss natürlich gepuffert werden. Die erste Idee war dafür, so einen Lithium-Polymer-Modellbau-Akku zu benutzen. Da ist aber die Ladeelektronik sehr aufwendig. Deshalb tut es auch ein einfacher Bleiakku. Bei dem müssen wir nur darauf achten, dass wir die Ladeschlussspannung und den Ladestrom nicht überschreiten. Für die Spannungsbegrenzung reicht deshalb wahrscheinlich ein ganz normaler Längsregler aus 3 Bauelementen, den Regeltransistor, eine Referenzspannungsquelle in Form einer Z-Diode und der Vorwiderstand für die Z-Diode bzw. der auch den Basisstrom fließen lässt. Anschließend werde ich dann mit 2 Festspannungsreglern die Spannung auf 12 Volt für das Digitalradio heruntersetzen und auf 5 Volt, um das Gerät auch als USB-Ladegerät nutzen zu können. Ich möchte ja möglichst mit den Bauelementen auskommen, die ich habe. Da kann ich aus einem großen Vorrat an Transistoren schöpfen. Allerdings werde ich mir die noch ausmessen müssen. Also zumindest die Stromverstärkung brauchen wir ja zur Berechnung unseres Längsreglers. So, da haben wir in etwa 50. Viel mehr haben diese Leistungstransistoren nicht. Das ist ja ein bisschen wenig. Da werden wir einen sehr hohen Z-Strom bekommen durch die Z-Diode. Das wird die kleine Z-Diode nicht aushalten. Das heißt, wir werden dort einen zweiten Transistor in Darlington-Schaltung dazu schalten müssen. Ja, der hat hier nur 22, ist ein bisschen sehr wenig. Ja, hier sind wir bei fast 40, das kommt schon gut hin. Wenn wir die beide zusammenschalten, haben wir eine Gesamtstromverstärkung von 40 mal 50, also 2000. Jetzt wollen wir mal nachrechnen, ob wir damit klarkommen. Wir haben hier den leicht abgewandelten Aufbau, 2 Transistoren in Darlington-Schaltung mit einer Gesamtstromverstärkung von rund 2000. Die Z-Diode stabilisiert auf 15 Volt. Normalerweise wäre am Ausgang die Spannung um 0,7 Volt geringer, nämlich die Flussspannung über der Basis-Emitter-Strecke. Jetzt haben wir aber 2 solche Basis-Emitter-Strecken und um diesen weiteren Spannungsverlust auszugleichen, habe ich diese Diode hier in Reihe mit der Z-Diode geschaltet. Die hebt jetzt die Z-Spannung um 0,7 Volt an. Berechnen wir als erstes, was unser Transistor aushalten muss. Der maximale Ausgangsstrom berechnet sich aus den Daten des Panels. 10 Watt
bei 12 Volt. Das sind 833 oder rund 835 Milliampere. Die auftretende Verlustleistung am Transistor, das ist die Spannungsdifferenz Eingang zu Ausgangsspannung. Hier haben wir maximal 22 Volt, am Ausgang rechnen wir jetzt mit 14 Volt. Macht eine Differenz von 8 Volt mal die 835 Milliampere, ergibt eine Leistung von 6,68 Watt. Unser Transistor hat eine maximale Verlustleistung von 12,5 Watt bei entsprechender Kühlung. Der maximale Kollektorstrom 1,5 Ampere und die maximale Spannung 45 Volt. Das heißt, wir sind im grünen Bereich. Allerdings ist die Rechnung falsch, denn die 6,68 Watt werden wir nie erreichen. Die 22 Volt am Eingang haben wir ja nur im Leerlauf. Und bei maximalen Ausgangsstrom sinkt die Eingangsspannung ja auf 12 Volt. Um einigermaßen abschätzen zu können, wo liegen wir denn nun eigentlich, können wir mal unsere gemessenen Werte vom Anfang nehmen. Da hatten wir einmal 250 Milliampere bei einer Spannung von noch 20 Volt. 20 minus 14 ist eine Differenz von 6 Volt. Und da kommen wir auf 1,5 Watt. Der zweite Wert, das waren 350 Milliampere mal, ja jetzt nur noch 5 Volt, denn wir hatten noch 1 Volt weniger, macht 1,75 Watt. Und der dritte Wert, da hatten wir etwa 600 Milliampere bei 15 Volt, also nur noch 1 Volt Spannungsdifferenz. Das sind nur noch 0,6 Watt. Allerdings wird bei nur 1 Volt Differenz der Regler nicht mehr funktionieren. Das heißt, 600 Milliampere ist eigentlich zu viel. Wir werden aus unserem Solarpanel schätzungsweise nicht mehr als 0,5 Ampere entnehmen können. Berechnen wir jetzt den Basisstrom, der notwendig ist, um hier 835 Milliampere fließen zu lassen. Das wären die 835 Milliampere durch die Stromverstärkung 2000. Da kommen wir auf 0,4175 Milliampere. Der Strom durch die Z-Diode sollte mindestens 5-mal so groß sein. Das sind dann rund 2,1 Milliampere. Jetzt müssen wir noch überprüfen, ob die 2,1 Milliampere ausreichen, denn die Z-Diode braucht einen gewissen Mindeststrom, damit sie überhaupt stabilisiert. Den Wert könnte man aus dem Datenblatt entnehmen. Wenn er dort nicht steht, nimmt man einfach ein Zehntel des maximalen Stroms. Wenn der auch nicht im Datenblatt steht, dann rechnet man sich den einfach aus. Das sind die 1,3 Watt durch 15 Volt, ergibt 87 Milliampere. Damit ist der minimale Strom bei etwa 8,7 Milliampere. Daraus können wir jetzt unseren Vorwiderstand errechnen. Wir haben über den Widerstand die Differenz zwischen der Eingangsspannung und der Z-Spannung. Das sind 22 Volt minus 15,7 Volt müssen wir jetzt ja rechnen. Durch den Strom, das wäre einmal der Strom durch die Z-Diode plus der Basisstrom, also 8,7 Milliampere plus 0,4. Wir runden mal auf 10 Milliampere. Das ergibt einen Wert von 630 Ohm. Der nächste verfügbare Wert wäre 620 Ohm. Ja, und die Verlustleistung am Vorwiderstand errechnet sich wieder aus der Spannungsdifferenz. 22 minus 15,7 sind 6,3 Volt mal die 10 Milliampere sind wir bei 0,064 Watt. Das heißt, ein Viertel Watt Typ reicht völlig aus. Wenn wir schon dabei sind, berechnen wir auch noch die Kühlung unseres Transistors. Das heißt den Wärmewiderstand, den unser Kühlkörper maximal haben darf. Dazu brauchen wir die maximale Sperrschichttemperatur. Die liegt bei 150 Grad Celsius. Allerdings ist der empfohlene Temperaturbereich
zwischen minus 55 und 125 Grad. Deshalb rechnen wir ja auch nur mit 125 Grad. Minus der maximalen Umgebungstemperatur, die setze ich mal mit 50 Grad an. Durch die Verlustleistung, die können wir jetzt grob abschätzen. Wahrscheinlich wird sie nicht mehr als 2 Watt betragen. Der Sicherheit halber rechnen wir mal mit 3 Watt. Davon müssen wir abziehen den inneren Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse. Der liegt bei dem Transistor bei 10 Kelvin pro Watt. Und der Übergangswiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper. Wenn ich den Transistor direkt montiere mit Wärmeleitpaste, können wir etwa 0,1 Kelvin pro Watt ansetzen. Das ergibt dann einen maximalen Wärmewiderstand für unseren Kühlkörper von 14,9 Kelvin pro Watt. Das ist nun nicht sehr anspruchsvoll, denn wenn wir mal in diese Tabelle hier gucken, dann reicht für ein einfaches Aluminiumkühlblech eine Fläche von etwa 30 Quadratzentimetern aus. Das ist ein Kühlblech mit 5,5 Zentimeter Seitenlänge. Wenn wir unsere Schaltung in ein Metallgehäuse einbauen, dann reicht es wahrscheinlich, wenn wir den Transistor einfach ans Gehäuse schrauben. Wollen wir mal sehen, wie die Schaltung in der Praxis funktioniert und ob sie auch die Spannung stabilisiert. Die Ladespannung für den Akku ist im Datenblatt angegeben mit 14,4 bis 15 Volt. Wir haben jetzt hier rund 14,6 Volt. Ich habe hier einen kleinen Lastwiderstand dran von 2,2 Kiloohm. Der ist nötig, damit überhaupt erstmal ein Basisstrom fließt, sonst würde der Transistor überhaupt nicht regeln können. Jetzt werden wir mal verschiedene Lasten anschließen. Dazu nehmen wir die gleichen Widerstände wie beim Versuch mit dem Solarpanel. Wir sehen, dass ohne Widerstand die Spannung jetzt nach oben geht. Als erstes der 100 Ohm Lastwiderstand. Und wir haben jetzt noch eine Spannung von ungefähr 14,4 Volt. Jetzt werden wir etwas mehr Strom ziehen, 56 Ohm, 14,37 Volt. Klar, dass die Spannung jetzt nicht hochstabil ist bei der Schaltung, aber das ist völlig ausreichend. Und bei 27 Ohm 14,32 Volt. Also mit verschiedenen Lasten, wow, ja, der ist schon heiß geworden. Durch die verschiedenen Lasten schwankt die Ausgangsspannung aber nur sehr gering. Ich mache wieder den 2,2 Kiloohm ran. So, und jetzt der andere Test. Wie werden denn Schwankungen der Eingangsspannung ausreguliert? Ich simuliere ja gerade die 22 Volt von dem Solarpanel. Und ich drehe die Spannung jetzt mal etwas runter. So, wir sind bei 19 Volt etwa, haben wir immer noch 14,5 Volt Ausgangsspannung. Und selbst bei 17 Volt immer noch 14,45. Ja, und selbst bei 15,8, da gehen wir mal noch ein bisschen runter, 15,5 Volt. Immer noch 14,3 Volt. Jetzt wird es natürlich knapp, weil der Unterschied zwischen Ein- und Ausgangsspannung jetzt einfach zu klein wird, dass der Transistor das noch ausregeln kann. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, die Stabilisierung der Schaltung funktioniert vollkommen ausreichend. Machen wir heute mal einen Test unter realen Bedingungen. Das Wetter ist heute größtenteils sonnig. Hin und wieder kann sich aber mal eine Wolke vor die Sonne schieben. Messen wir mal die Spannung unter den Bedingungen. Am Eingang haben wir knapp 20 Volt. Der Akku bekommt 14 Volt, das ist für eine Erhaltungsladung völlig in Ordnung. Am 12 Volt Ausgang liegen wir leicht drüber. Und am USB genau 5 Volt. Alles so, wie es sein soll. Jetzt werde ich den USB noch einen Härtetest unterziehen und damit mein Handy aufladen. Vorher werde ich aber mal eine Vergleichsladung machen mit dem originalen Netzteil.
sehen, wie lange das dauert. Danach das Handy wieder auf den gleichen Stand entladen und mit der Solaranlage wieder aufladen. Vorher aber noch der Beweis, dass auch der 12-Volt-Anschluss zur Zufriedenheit funktioniert. Darum will sie ihn ganz genau erforschen. Denn auch wenn das tatsächliche Einschlagrisiko sehr gering ist, könnte er der Erde in mehr als 150 Jahren ziemlich nahe kommen. Die Sonde Ja, und an der Stelle war dann Schluss. Es hat sich gezeigt, dass das Handy beim Laden sehr viel Strom zieht. Hätte man sich eigentlich denken können, denn das Originalnetzteil ist für 1,5 Ampere ausgelegt. Wir wissen, dass die Solaranlage das nicht schafft. Das Handy hat sich dann die Energie aus dem Akku gezogen. Die Solaranlage hat es nicht geschafft, den Akku entsprechend nachzuladen und deshalb ist er jetzt leer. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache und auch nicht gut für den Akku. Unterm Strich können wir sagen, die Ladeelektronik ist gut geeignet für Ströme 300 bis 400 mA. Fürs Handy vielleicht, um mal kurz eine kleine Notstromversorgung zu kriegen, aber auf keinen Fall, um das Handy von 0 auf 100% aufzuladen. Eventuell würde es ja funktionieren, wenn man da eine kleine Strombremse einbaut. Dann würde allerdings auch das Laden wesentlich länger dauern. Die Hauptaufgabe, für die es eigentlich gedacht war, nämlich eine mobile Stromversorgung für das Digitalradio zu sein, die kann sie erfüllen und deshalb kann es jetzt mit dem Thema weitergehen.